Haben Sie schon mal eine richtig schlechte Entscheidung getroffen? Wenn ja, was war der Grund dafür? In dieser Videoserie erkläre ich, warum viele Menschen schlechte Entscheidungen treffen und wie Sie das ganz einfach vermeiden können. Ich stelle Ihnen einige einfache, aber auch effektive Methoden vor, wie Sie Ihre angehenden Entscheidungen bewältigen können. Die Methode illustriere ich Ihnen an einem fortlaufenden Beispiel. Dafür versetzen wir uns in die Lage eines fiktiven Peters, der überlegt, welchen Job er nach Abschluss seines Studiums wählen möchte. Dabei können Sie viel für Ihre eigenen Entscheidungen der Karriere mitnehmen. Dieses Beispiel können Sie auch in frei verfügbaren Artikeln nachlesen, die wir genau für Sie als Zielgruppe geschrieben haben. Am Ende der Videos gebe ich darüber hinaus noch Hinweise, wie Sie konkret in einer Karriereentscheidung vorgehen können. Die Methoden an sich sind jedoch für alle Entscheidungen anwendbar. Diese 8 Videos sind nicht zum Hintereinander wegschauen konzipiert, also Binge-Watching, und danach wissen Sie, wie Sie entscheiden müssen. Nein, sie sind als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht. Entscheiden müssen Sie noch selbst. Das kann Ihnen niemand abnehmen. Nutzen Sie die Gelegenheit, schrittweise die einfache Methode bei Ihrer Entscheidungssituation anzuwenden. So können Sie von dieser Videoserie am besten profitieren. Es gibt insgesamt 8 Videos, die den Weg zu einer guten Entscheidung skizzieren. In dem ersten Video zeige ich Ihnen die Kraft und die Potenziale proaktiven Entscheidens und wie Sie dadurch mehr Kontrolle über Ihr Leben bekommen. Auf dieser Grundlage zeige ich Ihnen den Weg zu einer guten Entscheidung. Jeder versucht, eine Entscheidung richtig zu treffen. Kaum jemand ist sich jedoch bewusst, dass Sie auch entscheiden können, mit welcher Entscheidung Sie sich auseinandersetzen wollen. Viele von Ihnen fragen sich möglicherweise am Ende des Studiums, welcher ist der beste Job für mich jetzt? Dieses ist eine vergleichsweise enge Formulierung der Entscheidung. Damit laufen Sie Gefahr, dass die bestmöglichen Handlungsoptionen nicht zur Wahl stehen. Breiter formuliert wäre beispielsweise, welcher Job jetzt hilft Ihnen am besten in 10 Jahren dort zu sein, wo Sie gerne sein möchten, also in Ihrem Traumjob zu arbeiten. Wie Sie Ihre Entscheidung mit Hilfe eines Entscheidungsstatements angemessen breit und klar formulieren können, das zeige ich Ihnen im zweiten Video. Sie sind sich bei Ihren Entscheidungen aller relevanten Ziele bewusst? Forschungen zeigen, dass nur die wenigsten ihre Ziele benennen können. Wie wollen Sie aber gute Entscheidungen treffen, wenn Sie nicht einmal wissen, was Sie bei Ihrer Entscheidung erreichen wollen? Wie Sie ganz einfach Ihre Ziele identifizieren können, das zeige ich Ihnen im dritten Video. Ab diesem Video wende ich die Methoden konsequent an Peters Jobwahl an. Das Brainstorming ergibt eine unübersichtliche Menge an Zielen. Das sehen Sie hier in dem kleinen Symbolbild angedeutet. So ist das natürlich nur wenig hilfreich. Es ist daher erforderlich, die Ziele zu sortieren und herauszufinden, was in Ihrer Entscheidung am Ende wirklich zählt. Darüber hinaus zeige ich Ihnen im vierten Video, wie Sie Ziele klar und selbsterklärend formulieren können. In einer Entscheidungssituation wählen Sie die beste Handlungsoption. Darum geht es doch so weit, so gut. Allerdings wählen leider viele Menschen nicht aus den bestmöglichen Handlungsoptionen aus. Im 5. Video zeige ich Ihnen daher, wie Sie sicherstellen können, dass die bestmöglichen Handlungsoptionen tatsächlich zu Ihrer Wahl stehen. Wenn Sie Ihre Ziele und Handlungsoptionen beisammen haben, müssen Sie abschätzen, wie gut die Handlungsoptionen zur Erreichung Ihrer Ziele beitragen, also welche Folgen sie haben. Wie das geht und wie Sie gegebenenfalls Unsicherheit dabei berücksichtigen können, das zeige ich Ihnen im 6. Video. In den bisherigen Schritten wurde die Entscheidung strukturiert. Dann geht es darum, die bestmögliche Handlungsoption zu ermitteln. Dafür zeige ich Ihnen 2 Methoden. Im 7. Video stelle ich Ihnen eine Methode vor, mit der Sie schrittweise durch einfaches Abwägen Ihre beste Handlungsoption transparent und nachvollziehbar identifizieren können. Und das Ganze ohne rechnerische Entscheidungsmodelle. Im 8. Video stelle ich Ihnen eine differenzierte Methode vor. Aber keine Sorge, deren Anwendung ist gar nicht so schwer. Dafür sorgt das Entscheidungsnavi. Das ist eine Software, die mein Kollege von Nietzsche aus Aachen und ich konzipiert haben und die er programmiert hat mit dem Ziel, dass Menschen genau in ihrer Situation möglichst gut bei ihren Entscheidungen unterstützt werden. Die Schritte in diesem Weg zur guten Entscheidung bauen aufeinander auf. Wenn Sie an Ihrer eigenen Entscheidung arbeiten, werden Sie das feststellen. Dass es jedoch sehr sinnvoll sein kann, manchmal in die vorhergehenden Schritte zurückzuspringen,
und etwas abzuändern. Beispielsweise, wenn Sie bei der Bewertung von Handlungsoptionen feststellen, dass ein Ziel doch nicht so wichtig ist oder ein Ziel ergänzt werden sollte. Warum ist es wichtig, aktive Entscheidungen zu treffen? Sie, ich, wir alle sind in der Situation dieses kleinen Männchens hier mit der schicken roten Jacke. Wir stehen vor der Entscheidung, was machen wir mit dem Rest unseres Lebens? Wer von Ihnen möchte ein erinnerungswürdiges Leben führen? Wobei Sie selbst definieren, was das bedeutet. Nicht Ihre Schwiegermutter, Ihr Nachbar oder Ihr Hund. Diese Frage habe ich schon sehr oft gestellt. Fast alle Menschen wollen ein erfülltes Leben führen. Wie viel Zeit pro Tag investieren Sie dafür? Überlegen Sie doch mal. Wie lange arbeiten Sie pro Tag? Wie lange engagieren Sie sich sozial, zum Beispiel als Jugendtrainer einer Hockeymannschaft oder als Betreuerin einer Jugendgruppe? Wie lange arbeiten Sie in der Familie, Kinder aufziehen, Eltern pflegen? Ja, das alles gehört dazu. In Summe kommen da häufig 10, 12 oder gar 14 Stunden pro Tag zusammen. Den Einsatz, den viele Menschen zeigen, ist hoch, aber auch effektiv. Wenn man das mit einem Läufer vergleicht, bedeutet das, dass sie sehr schnell laufen. Viele Menschen sind sich jedoch nicht bewusst, wohin sie laufen wollen. Macht es da Sinn, so schnell wie möglich zu laufen? Entscheidungen sind die einzige Möglichkeit, aktiv auf das, was Ihnen oder Ihrer Organisation wichtig ist, Einfluss zu nehmen. Alles andere passiert. Daher ist es verwunderlich, dass viele Menschen sich nicht wirklich damit beschäftigen, wie man systematisch bessere Entscheidungen treffen kann, sondern eher nach Try and Error vorgehen. Ich möchte Ihnen gerne das anhand eines Beispiels verdeutlichen, welchen positiven Einfluss proaktives Entscheiden auf Ihr Leben haben kann. Nehmen Sie an, nach Ihrem sehr erfolgreichen Studium oder Ausbildung sind Sie bereits 3 Jahre in Ihrem ersten Job. Ein Headhunter ruft Sie an und bietet Ihnen einen attraktiv klingenden Job an. Die Frage, die ich Ihnen jetzt stellen möchte, klingt denkbar trivial. Welche Entscheidung oder welche Entscheidungen müssen Sie jetzt treffen? Sie können an dieser Stelle das Video gerne kurz stoppen und nachdenken. Ich baue diese Möglichkeit noch mehrmals in unseren Videos ein. Erstens möchte ich jetzt Leerlauf vermeiden. Zweitens erhalten diese kleinen entscheidungstheoretischen Brain-Teaser ihre volle Wirkung erst dann, wenn Sie sich einmal selbst ernsthaft damit beschäftigt haben. Also, diese Frage habe ich mittlerweile mehr als 15.000 Menschen gestellt. Häufig kommen Gegenfragen: Wie viel verdiene man denn in dem neuen Job? Mache einem der aktuelle Job Spaß? Wo wäre der neue Job? Das alles hilft dabei herauszufinden, welches der bessere Job ist. Vor 2 Jahren habe ich an der Technischen Universität in Aachen 700 Studierende die Frage gestellt. Alle Wortmeldungen gingen genau in diese Richtung. Auch auf explizite Nachfrage ist niemand auf eine substanziell andere Entscheidung gekommen, als den vom Headhunter angebotenen Job oder den alten Job zu wählen. Überlegen Sie noch einmal, kommen Sie auf etwas anderes? Manchmal hilft dieses Bild hier als Motivation und nein, das sind nicht die neuesten Ray-Ban-Modelle, das sind schlicht Scheuklappen. Die sorgen für ein eingeschränktes Sichtfeld. Beim Treffen von Entscheidungen sind sie daher nicht wirklich hilfreich. Warum sollte denn ausgerechnet ein zufällig an Sie herangetragenes Angebot das Bestmögliche sein? Diese Entscheidung kann ja einen erheblichen Einfluss auf den Rest Ihres Lebens haben. Daher wäre es sinnvoll, zunächst einmal für sich zu entscheiden, ob man darüber nachdenkt, sich beruflich zu verändern oder nicht. Wenn nicht, dann sollten Sie keine Gedanken mehr an den Headhunter verschwenden. Aber wenn doch, dann sollten Sie systematisch interessante Handlungsoptionen entwickeln, beispielsweise dadurch, dass Sie aktiv Headhunter kontaktieren, sich in Ihrem Netzwerk umhören und so weiter. Sie können auch mit Ihrem aktuellen Arbeitgeber verhandeln. Verlieren können Sie dabei nicht viel, aber gewinnen. Ich möchte das Beispiel noch ein bisschen erweitern, um Ihnen die möglicherweise erheblichen positiven Folgen proaktiven Entscheidens zu verdeutlichen. Nehmen Sie an, dass Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin in Ihrer Studienzeit oder Ausbildungszeit gefunden haben und dass Sie seit 3 Jahren eine Fernbeziehung führen, beispielsweise Innsbruck, Wien, Bayreuth, Berlin. Für beide herrscht Anwesenheitspflicht im Job, 9 to 5. Sie sehen, das Beispiel stammt aus der Vor-Corona-Zeit. 3 Jahre Fernbeziehung,
in der Sie nach der Arbeitswoche in den Zug oder das Auto gestiegen sind und Freitagnacht bei Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin angekommen waren und Sie am Sonntagnachmittag wieder zurückfahren mussten und umgekehrt, sind eine erhebliche Belastung, auch für die beste Beziehung. Viele Beziehungen scheitern leider in einer solchen Phase. Wie können Sie das verhindern? Sie könnten Ihrer Chefin sagen, dass Sie ein attraktives Jobangebot vorliegen haben, aber dass Sie sehr gerne weiterhin für Ihre Chefin und Ihr Unternehmen arbeiten würden. Sie könnten dann zum Beispiel vorschlagen, ob Sie zumindest testweise pro Monat 4 Tage vom Homeoffice haben könnten. Ihr alter Job mit der Homeoffice-Option stand zu Beginn nicht zur Wahl. Ob Sie jetzt diesen oder den vom Headhunter angebotenen wählen, das hängt von Ihren Präferenzen ab. Auf jeden Fall ist die neue Variante besser als Ihr alter Job ohne Homeoffice-Option. Wenn Sie die Variante mit der Homeoffice-Option wählen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Beziehung erfolgreich gestalten, substanziell, und wird Ihr Leben damit nachhaltig zum Besseren verändern. Warten Sie nicht darauf, dass andere Personen auf Sie zukommen und Ihnen Angebote machen. Sie haben es durch Ihre proaktiven Entscheidungen selbst in der Hand. Sie sind Ihres Glückes Schmied. Wie viel Zeit setzen Sie dafür ein, gute Entscheidungen zu treffen? Zum Beispiel, welchen Job Sie nach dem Studium oder Ihrer Ausbildung wählen? Wahrscheinlich zu wenig. Viele Menschen investieren 10, 12 oder mehr Stunden pro Tag, um ein erfülltes Leben zu führen, setzen sich aber nur unzureichend mit ihren Entscheidungen auseinander, obwohl genau diese den Verlauf ihres Lebens maßgeblich bestimmen. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für Ihre Entscheidung. Dieses Beispiel hat gezeigt, dass es sich lohnt. Eine Möglichkeit, dass Menschen bessere Entscheidungen treffen, liegt darin, Menschen anzustupsen, nudgen. Der Verhaltensökonom Richard Thaler hat vor 4 Jahren den Wirtschaftsnobelpreis für das Konzept des Nudging erhalten. Thaler hat in zahlreichen Experimenten gezeigt, dass die Wahl einer Handlungsoption maßgeblich davon abhängt, wie diese präsentiert werden. Auf dem Buchdeckel wird Nudging mit einer Elefantenmutter dargestellt, die ihren Nachwuchs sachte anstupst, das zu machen, was gut für das Kleine ist. Bei Menschen übernehmen sogenannte Entscheidungsarchitekten die Rolle der Elefantenmama. Sie setzen den Rahmen, damit Menschen vermehrt Entscheidungen treffen, die für sie selber, aber auch die Gemeinschaft gut sind, wobei die Wahlfreiheit bestehen bleibt. Das Letztere ist sehr wichtig. Niemand soll zu irgendetwas gezwungen werden. Einige Lebensmittel gelten gesünder als andere. Viele Menschen nehmen sich vor, sich gesünder zu ernähren. Dennoch greifen sie häufig zu ungesunden Lebensmitteln. Sie entscheiden sich also situativ gegen das, was sie eigentlich wollen. Wenn Sie beispielsweise direkt im Eingangsbereich einer Cafeteria eine gut aufgemachte Salatbar haben, dann werden die Essenden angestupst und entscheiden sich häufiger für Salat als Currywurst mit Pommes. In diesem Fall ist die Leitung der Cafeteria in der Rolle des Entscheidungsarchitekten und kann das Entscheidungsverhalten der Essenden durch die Positionierung der Angebote beeinflussen und das im Sinne der Essenden. Sie wollen ja mehr Salat essen. Allerdings ist es nicht immer möglich, dass eine Entscheidungsarchitektin sie anstupst oder sie wollen das gar nicht. Zum Beispiel bei sehr persönlichen oder individuellen Entscheidungen wie bei ihrer Karriereentscheidung. In seinem neuen Buch Give Yourself a Nudge, Helping Smart People Make Smarter Personal and Business Decisions erweitert Ralph Keeney das Konzept dieses Nudgings für genau diese Situation und ermöglicht es Entscheidenden, ihr eigener Entscheidungsarchitekt zu sein. Thaler unterstützt die Erweiterung seines Konzeptes durch Keeney explizit mit einem Statement auf dem Cover des Buches. Er betont dabei die Notwendigkeit, sein eigenes Entscheidungsverhalten zu hinterfragen, um es zu verbessern. Keeney fordert, dass man in Entscheidungssituationen agieren und nicht reagieren sollte. Im Headhunter-Beispiel zu Beginn sollte man also sich nicht mit den von anderen präsentierten Handlungsoptionen zufrieden geben, sondern proaktiv bessere Handlungsoptionen entwickeln. In dieser Videoserie werde ich Ihnen einfache Methoden zeigen, wie Sie sich selbst anstupsen können, bessere Entscheidungen zu treffen. Diese Methoden sollen Sie dafür wappnen, Ihre Entscheidungen selbstbewusst und reflektiert anzugehen. Gerade bei Karriereentscheidungen, die einen erheblichen Einfluss auf Ihr Leben haben, ist dieses besonders wichtig. Als Bezugsrahmen dient dazu Keeneys Value Focused Thinking. Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie sollten sie getroffen werden? Viele Menschen gehen alternativenfokussiert oder handlungsoptionenfokussiert vor.
Ein Problem tritt auf, mit relativ wenig Aufwand werden offensichtliche Handlungsoptionen identifiziert, die sich in der Vergangenheit in ähnlichen Situationen als akzeptabel erwiesen haben. Und der Großteil des Aufwands wird im Anschluss in die Bewertung der Handlungsoptionen investiert. Wenn beispielsweise Paare essen gehen wollen, identifizieren sie aus dem Stegreif die Restaurants, die sie schon kennen. Häufig wird noch ausgiebig diskutiert, in welches Restaurant diesmal gegangen wird, im schlimmsten Fall sogar gestritten. Und am Ende landen sie dann doch wieder beim Italiener um die Ecke, wie fast immer. Obwohl es sicherlich andere gute Restaurants gibt. Diese Vorgehensweise ist rückwärtsgewandt und reaktiv. Zudem ist keinesfalls sichergestellt, dass die bestmöglichen Handlungsoptionen auch zur Wahl stehen. Genau dieses macht sich Value-Focused Thinking zum Ziel. Die Values bzw. Werte des Entscheiders oder der Entscheidenden werden identifiziert und in Ziele übersetzt und anschließend zur systematischen Identifikation von Handlungsoptionen eingesetzt. Sie überlegen, was Sie erreichen wollen, das sind Ihre Ziele. Und wie Sie dieses erreichen können, das sind Ihre Handlungsoptionen oder Alternativen. Diese Vorgehensweise ist vorwärtsgewandt und proaktiv und zeichnet sich durch ein breites Denken aus. Im zweiten Video zeige ich Ihnen, dass es lohnenswert ist, einmal darüber nachzudenken, worin die eigentliche Entscheidung besteht. Im dritten Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Ziele umfassend identifizieren können. Und im vierten Video, wie Sie erkennen, was für Sie am Ende wirklich zählt. Sie erinnern sich an das Headhunter-Beispiel zu Beginn, bei dem viele einfach zwischen zwei gegebenen Handlungsoptionen auswählen. Im fünften Video zeige ich Ihnen daher, wie Sie ganz systematisch attraktive Handlungsoptionen identifizieren können, an die Sie gegebenenfalls bislang noch nicht gedacht haben. Im sechsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie die folgende Handlungsoption abschätzen können. Im siebten und achten Video zeige ich Ihnen zwei Methoden, mit denen Sie herausfinden können, welches die beste Handlungsoption für Sie ist. Die Videoserie ist so aufgebaut, dass Sie die Methoden immer direkt auf Ihre Entscheidung anwenden können. Ich gebe auch immer direkt konkrete Tipps für die Berufs- und Jobwahl. Darüber hinaus benutze ich Peters Jobwahl als fortlaufendes Beispiel. Dieses finden Sie auch in 2 kurzen Artikeln anschaulich dargestellt. Ich freue mich sehr, wenn diese kleine Videoserie von Ralf Kini und mir dazu beiträgt, dass Sie sich wohler beim Treffen von Entscheidungen fühlen und die für sich besseren Entscheidungen treffen. Entscheidungen sind die einzige Möglichkeit, aktiv Einfluss zu nehmen auf das, was wichtig ist. Take advantage of this opportunity.